Kevin, die Tür ist zu. Ja, die Tür ist zugefallen. Hast du den Schlüssel? Warte, ich schaue in meine Tasche. Nimm dir einen Moment. Wir bleiben ruhig. Mein Handy ist da, mein Geldbeutel ist da, aber der Schlüssel ist nicht da. Vielleicht ist er in deiner Jackentasche. Ich prüfe die rechte Tasche. Nichts. Und die linke Tasche? Auch nichts. Ich glaube, der Schlüssel liegt auf dem Tisch. Also ist der Schlüssel in der Wohnung. Ja, und wir sind draußen im Hausflur. Das ist ärgerlich, aber kein Weltuntergang. Ich fühle mich gerade sehr unruhig. Sag den Satz einmal langsam. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Genau. Das ist der wichtigste Satz. Ich habe meinen Schlüssel in der Wohnung vergessen. Noch klarer. Was machen wir jetzt? Zuerst prüfen wir alles. Danach fragen wir nach Hilfe. Ich möchte nicht in Panik geraten. Wir lösen das Schritt für Schritt. Lass uns die Tasche langsam prüfen. In Ordnung. Ich lege alles kurz auf die Treppe. Was hast du in der Tasche? Ich habe mein Handy. Lege es hierhin. Ich habe meinen Geldbeutel. Auch hierhin. Ich habe Taschentücher, eine Wasserflasche und einen Stift. Siehst du den Schlüssel irgendwo? Nein, ich sehe keinen Schlüssel. Schau noch in das kleine Fach. Das kleine Fach ist leer. Hast du vielleicht einen Ersatzschlüssel? Leider nicht in der Tasche. Wo ist dein Ersatzschlüssel normalerweise? Bei meiner Nachbarin, Frau Becker. Vielleicht hat sie ihn noch. Das ist hilfreich. Aber ich bin nicht sicher, ob sie zu Hause ist. Wir können klingeln und freundlich fragen. Was sage ich? Du sagst, Entschuldigung, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Entschuldigung, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Danach, haben Sie vielleicht meinen Ersatzschlüssel? Haben Sie vielleicht meinen Ersatzschlüssel? Das ist höflich und klar. Ich packe meine Sachen wieder ein. Handy, Geldbeutel, Wasserflasche, Stift. Alles ist da, außer der Schlüssel. Mir ist das peinlich. Das passiert vielen Menschen. Ich wollte nur kurz rausgehen. Genau deshalb vergisst man manchmal den Schlüssel. Ich habe an meine Tasche gedacht, aber nicht an den Schlüssel. Jetzt brauchst du einfache Sätze. Ich möchte nicht zu schnell sprechen. Sprich langsam. Frau Becker versteht dich sicher. Ich sage, Entschuldigung, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Ja, und danach erklärst du kurz die Situation. Die Tür ist zu und der Schlüssel liegt in der Wohnung. Das ist sehr klar. Die Tür ist zu und der Schlüssel liegt in der Wohnung. Passt. Wenn sie den Ersatzschlüssel hat, ist alles einfach. Wenn nicht, rufen wir den Hausmeister an. Der Hausmeister kann vielleicht helfen. Genau. Aber wir fragen zuerst Frau Becker. Ich atme einmal tief durch. Nimm dir Zeit. Okay, ich bin bereit. Wir gehen zur Nachbartür. Guten Morgen, Anna. Ist alles in Ordnung? Guten Morgen, Frau Becker. Entschuldigung, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Ach, die Tür ist zugefallen? Ja, die Tür ist zu und der Schlüssel liegt in der Wohnung. Wir wollten nur kurz rausgehen. Das kenne ich. Das passiert schnell. Haben Sie vielleicht meinen Ersatzschlüssel? Einen Moment bitte. Ich schaue nach. Vielen Dank. Du hast die Situation sehr klar erklärt. Ich war nervös, aber der Satz hat geholfen. Welcher Satz war wichtig? Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Und noch einer? Die Tür ist zu und der Schlüssel liegt in der Wohnung. Genau. Das ist unser kurzer Rückblick. Also, erst prüfen wir die Tasche.
Danach fragen wir die Nachbarin. Wenn es keinen Ersatzschlüssel gibt, rufen wir den Hausmeister an. Sehr klar zusammengefasst. Anna, ich habe leider keinen Ersatzschlüssel mehr hier. Kein Problem. Danke fürs Nachschauen. Haben Sie die Nummer vom Hausmeister? Ja, die Nummer hängt unten im Hausflur. Dann rufen wir den Hausmeister an. Warten Sie ruhig hier im Haus. Draußen ist es kühl. Danke, das ist sehr nett. Hier hängt die Nummer vom Hausmeister. Ruf ihn an und sprich langsam. Was sage ich am Telefon? Guten Morgen, hier ist Anna aus der 3. Etage. Guten Morgen, hier ist Anna aus der 3. Etage. Danach erklärst du, ich habe meinen Schlüssel vergessen. Und die Tür ist zugefallen. Genau. Ich rufe jetzt an. Schneider, guten Morgen. Guten Morgen, hier ist Anna aus der 3. Etage. Guten Morgen. Wie kann ich helfen? Ich habe meinen Schlüssel vergessen und die Tür ist zugefallen. Sind Sie im Hausflur? Ja, ich bin mit Kevin im Hausflur. Ist der Schlüssel in der Wohnung? Ja, der Schlüssel liegt wahrscheinlich auf dem Tisch. Ich komme in ungefähr 20 Minuten. Bitte warten Sie im Hausflur. Vielen Dank. Wir warten hier. Bitte versuchen Sie nicht, die Tür selbst zu öffnen. Nein, das machen wir nicht. Bis gleich. Bis gleich. Das Telefonat war ruhig und verständlich. Ich habe fast alles verstanden. Was hat er gesagt? Er kommt in ungefähr 20 Minuten. Und wir warten im Hausflur. Genau. Wir öffnen die Tür nicht selbst. 20 Minuten fühlen sich lang an. Ja, aber wir sind sicher im Hausflur. Ich bin froh, dass mein Handy in der Tasche ist. Das Handy war heute wichtig. Und meine Karte und mein Geldbeutel sind auch da. Nur der Schlüssel fehlt. Beim nächsten Mal prüfe ich 3 Dinge. Welche 3 Dinge? Schlüssel, Handy, Geldbeutel. Das ist eine einfache Routine. Schlüssel, Handy, Geldbeutel. Du kannst den Satz an der Tür sagen. Bevor ich gehe, sage ich Schlüssel, Handy, Geldbeutel. Genau. Vielleicht lege ich auch einen kleinen Zettel an die Tür. Was soll auf dem Zettel stehen? Hast du den Schlüssel? Das ist kurz und nützlich. Heute war es stressig, aber ich lerne etwas. Alltag macht manchmal die besten Lektionen. Ich möchte den Satz noch einmal üben. Welchen Satz? Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Können Sie mir helfen? Der Satz ist perfekt für diese Situation. Ich sage ihn langsam und freundlich. Genau. Langsam und freundlich hilft fast immer. Guten Morgen. Sind Sie Anna? Ja, ich bin Anna. Danke, dass Sie gekommen sind. Kein Problem. Die Tür ist nur zugefallen? Ja, sie ist zugefallen. Der Schlüssel liegt in der Wohnung. Haben Sie einen Ausweis dabei? Ja, ich habe meinen Ausweis in der Tasche. Danke. Ich prüfe das kurz. Wir haben hier im Hausflur gewartet. Das war richtig. Wir haben nicht versucht, die Tür selbst zu öffnen. Das ist besser. So bleibt die Tür heil. Das verstehe ich. Ich öffne die Tür jetzt. Einen Moment bitte. Natürlich. Gleich ist es geschafft. Ich bin erleichtert. So, die Tür ist offen. Vielen, vielen Dank. Bitte schön. Nehmen Sie den Schlüssel direkt mit. Ja, ich hole ihn sofort. Wo liegt er? Auf dem kleinen Tisch neben der Tür. Genau dort. Das passiert oft. Machen Sie sich keine Sorgen. Danke. Beim nächsten Mal prüfe ich den Schlüssel vorher. Das ist eine gute Idee. Einen schönen Tag noch. Danke. Ihnen auch. Jetzt habe ich meinen Schlüssel wieder in der Hand. Das fühlt sich sicher besser an. Ja,
Ich bin viel ruhiger. Was hast du heute gelernt? Ich habe gelernt, ruhig zu bleiben. Und welche Sätze waren wichtig? Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Die Tür ist zugefallen. Können Sie uns helfen? Wir warten im Hausflur. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Diese Sätze sind im Alltag sehr nützlich. Ich habe auch Wörter gelernt. Welche Wörter? Schlüssel, Tür, Hausflur, Nachbarin, Hausmeister, Ersatzschlüssel und Ausweis. Das ist ein praktischer Wortschatz. Eine Sache mache ich ab jetzt immer. Welche Sache meinst du? Ich prüfe vor der Tür. Schlüssel, Handy, Geldbeutel. Das ist eine einfache Regel. Jetzt üben wir 5 Sätze. Sprich langsam mit. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Ich habe meinen Schlüssel vergessen. Die Tür ist zugefallen. Die Tür ist zugefallen. Können Sie uns helfen? Können Sie uns helfen? Wir warten im Hausflur. Wir warten im Hausflur. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Und jetzt 3 Fragen für die Kommentare. Hast du schon einmal deinen Schlüssel vergessen? Wo ist dein Ersatzschlüssel? Was prüfst du vor dem Rausgehen? Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.